Teilgruppensitzungen sind eine Funktion von Webex, mit der Sie innerhalb Ihres Meetings TeilnehmerInnen in digitale Kleingruppen schicken können, beispielsweise für Gruppenarbeiten innerhalb eines Seminars. Klicken Sie hier unten auf Teilgruppensitzungen, öffnet sich dieses Fenster, in dem Sie zunächst bestimmen können, wie viele Teilgruppen es geben soll und ob die TeilnehmerInnen diesen automatisch zugewiesen werden sollen, Sie die Zuweisung manuell vornehmen möchten oder gar die TeilnehmerInnen selbst Gruppen wählen dürfen. Zu Demonstrationszwecken wählen wir nun manuell zuweisen. Sie befinden sich nun in der Vorbereitungs- bzw. Zuweisungsphase für die Teilgruppensitzungen. Hier sehen Sie bereits die gewünschte Anzahl Teilgruppen, welche Sie auch beliebig umbenennen können. Sie können hier auch weitere Gruppen hinzufügen. Haben Sie das manuelle Zuweisen gewählt, können Sie nun hier TeilnehmerInnen auswählen und diese über diesen Button einer Gruppe zuweisen. Sie können auch hier neben einem Gruppennamen auf Zuweisen klicken, um der jeweiligen Gruppe TeilnehmerInnen zuzuweisen. Hier oben können Sie die Zugangsberechtigungen für die Teilgruppen bearbeiten. Dürfen die TeilnehmerInnen allen Sitzungen beitreten oder nur denen, denen sie zugewiesen wurden? Hier unten finden Sie weitere Einstellungen für die aktuellen Teilgruppensitzungen. Dürfen TeilnehmerInnen beliebig ins Hauptmeeting zurückkehren oder den Gruppen später beitreten? Sollen die Teilgruppen nach einer bestimmten Zeit automatisch geschlossen werden? Und soll dies den TeilnehmerInnen durch einen Countdown angezeigt werden? Letzteres ermöglicht es den TeilnehmerInnen zum Beispiel, sich zu sammeln oder letzte Gesprächsfäden zu beenden. Starten Sie nun die Teilgruppensitzungen mit Klick auf diesen Button. Die TeilnehmerInnen werden nun entweder direkt in die Gruppen verschoben oder wie in diesem Fall, da wir später Beitreten erlaubt haben, darauf hingewiesen, dass sie nun beitreten können. Sie finden die Teilgruppen nun auch in der Teilnehmerliste. Hier sehen Sie, wie die TeilnehmerInnen nach und nach den Gruppen beitreten. Sobald sich zwei Personen in einer Gruppe befinden, wird eine Person automatisch Moderator in dieser Gruppe, zu erkennen an dem roten Symbol neben dem Namen. Diese Person kann nun innerhalb der Gruppe Freigaben starten oder die Moderatorinnenrolle weitergeben. Mehr dazu finden Sie in den Videos zu Rollen bzw. Freigaben. Haben Sie die Teilgruppensitzungen gestartet, erscheint hier der Button Broadcast. Hierüber können Sie als Gastgeberin des Meetings Nachrichten an Teilgruppen schicken. Sie können dabei wählen, ob die Nachricht an alle Gruppen oder nur eine bestimmte gesendet werden soll und welcher Personenkreis innerhalb der Gruppen die Nachricht sehen kann. Mit Senden schicken Sie die Nachricht ab. Umgekehrt können auch die TeilnehmerInnen in den Gruppen Sie als GastgeberInnen kontaktieren. Es öffnet sich dann dieses Fenster mit der Bitte um Hilfe. Außerdem erscheint in der Teilnehmerliste dieses Symbol als Indikator einer Bitte um Hilfe. Sie könnten nun hier direkt die betreffende Gruppe aufsuchen oder aber auch später Beitreten klicken und der Gruppe hier über die Teilnehmerliste beitreten. Sie gelangen nun in die Teilgruppe und können dort mit der Gruppe sprechen. In der Menüleiste oben finden Sie den Reiter Teilgruppensitzungen. Hier können Sie unter anderem in eine andere Teilgruppe wechseln oder zurück ins Hauptmeeting gelangen. In der Teilnehmerliste können Sie überblicken, wer sich im Hauptmeeting und wer sich in Teilgruppen befindet. Zum Ende können Sie hier über den Button Teilgruppensitzungen die Teilgruppensitzungen beenden. Haben Sie bei der Erstellung der Gruppen einen Countdown eingestellt, beginnt dieser nun abzulaufen. Ist er bei 0 Sekunden angelangt, werden alle TeilnehmerInnen automatisch wieder ins Hauptmeeting versetzt und die Gruppen verschwinden. Zum Schluss eine kleine Anmerkung. Sie können eine Teilgruppensitzung bereits bei der Planung eines Meetings in der Web-Oberfläche von Webex vorbereiten. Dazu finden Sie mehr im Video zum Planen von Meetings.